Ihr sucht ein Tennisspiel für euer Tennistraining, was Spaß macht und gleichzeitig aber auch mit 3 Spielern spielbar ist? Dann bleibt dran, denn hier kommt King of the Court. Hallo und willkommen zurück in meinem Kanal. Ich bin der Martin und heute geht es um eines der bekanntesten Spiele im Tennis, nämlich um die Spielform King of the Court. Das Spiel mit den vielen Namen. Wie heißt es denn jetzt richtig? Also bei Kindern wird relativ häufig auch Himmel und Hölle gesagt, im Erwachsenenbereich häufig auch King of the Court. Ich nenne es jetzt einfach mal hier King of the Court und ich zeige euch jetzt die Regeln, wie das Ganze funktioniert. Das Spiel funktioniert am besten mit 3 Spielern und das ist ein großer Vorteil, weil häufig haben wir eben nur 3 Spieler zur Verfügung. Ich möchte aber trotzdem eine Matchsituation schaffen und wenn ich 3 Spieler habe, ist King of the Court ein super Spielprinzip, was ich dann auch zum Beispiel in meine, in das Stundenthema einbauen lassen kann. Das heißt, ich kann damit ganz viele Varianten spielen. Das klassische King of the Court funktioniert mit Aufschlag von oben. Das heißt, auf der Seite, wo aufgeschlagen wird, das ist die Seite, die gerne auf die King-Seite möchte. Und die King-Seite, also die Rückschlagseite, möchte versuchen, so lange wie möglich auf der Rückschlagseite zu sein, also auf der King-Seite zu sein, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Und jetzt seid ihr als Tennistrainer so ein bisschen gefragt, wie hoch ist die Aufschlagqualität meiner Schüler? Und in dem Fall könnt ihr dann entsprechend auch die Übung so bauen, dass es eben entsprechend auch realistisch ist. Also Beispiel, ich habe eine sehr fortgeschrittene Gruppe und ich habe gute Aufschläger. Dann würde ich es so machen, dass ich King of the Court so spiele, dass man 3 Punkte benötigt als Aufschläger, um auf die King-Seite zu kommen. Sind die Aufschläger jetzt nicht so gut, also zum Beispiel bei Kindern ist die Aufschlag nicht so dominant wie bei Erwachsenen, da würde ich beispielsweise sagen, versucht nur, oder das Ziel ist es nur einen Punkt zu machen, dann komme ich auf die King-Seite. Der Gewinner des Spiels ist dann derjenige, der auf der King-Seite die meisten Punkte gesammelt hat, also eine gewisse Anzahl. Ihr könnt das sagen, zum Beispiel, wer zuerst 10 Punkte auf der King-Seite gesammelt hat, gewinnt. Ihr könnt das Ganze aber auch auf Zeit spielen. Das kommt immer darauf an, wie ihr eure Stunde aufbaut, wie lange noch in der Stunde zu spielen sind. Und wenn ich jetzt möchte, dass das King of the Court mein letztes Spiel ist, sage ich immer, okay, wir spielen 10 Minuten, wer nach 10 Minuten führt. Ihr müsst dann natürlich das so machen, dass ihr dann ansagt, okay, jetzt letzter Wechsel, dass es ein bisschen Spannung wieder dabei ist. Oder ihr macht es eben so, okay, wer zuerst 10 Punkte hat und dann kann man im Anschluss noch etwas machen. Das ist komplett euch überlassen. Dann gibt es verschiedene Variationen auch von King of the Court. Ich muss es nicht mit Aufschlag spielen. Man kann es auch wunderbar so spielen, dass man auf Aufschlag verzichtet. Es wird der Ball vom Trainer angespielt, die Punkte werden ausgespielt und wenn eben die King-Seite den Punkt verliert oder die anderen eben den Punkt machen, wird gewechselt. Und dann mache ich es immer so, dass die Leute oder die Spieler am Netzpfosten vorbeilaufen in einer gewissen Richtung, in einer festgelegten Richtung und ich dann den Ball schon anspiele, wenn der Spieler das Netz passiert. Das heißt, es kommt dann auf jeden Fall auch wieder so etwas zustande wie, ich muss den Ball erreichen, ich muss den Ball in der Bedrängnis schlagen. Also hier kann man wunderbar als Tennistrainer nämlich auf das Spielgeschehen dann einwirken und wie die Übung letztendlich aussehen soll. Dann kann man King of the Court eben einen Schwerpunkt geben, beispielsweise wenn immer nur rechts rumgewechselt wird, ist der erste Ball, sofern es Rechtshänder sind, immer die Vorhand. Das heißt, dieser Defensivschlag wird in der Vorhand gespielt und ihr könnt dann letztendlich Vorhand trainieren. Ihr könnt auch King of the Court einfach noch ein bisschen variabler machen, also noch mehr auf Ziel, also zielgerichteter spielen, indem ihr zum Beispiel das Feld trennt, also eine Hälfte macht und sagt zum Beispiel, der erste Ball, der nach dem Wechsel gespielt werden muss, muss eine Vorhand-Cross sein oder eben eine Rückhand-Longline. So kann man das Spiel natürlich noch ein bisschen anspruchsvoller machen und abwechslungsreicher. In meinem kommenden Praxisbeispiel zeige ich euch jetzt die Aufschlag-Variante und aber auch die Variante ohne Aufschlag. Und letztendlich, wie das Ganze dann hinterher ausgeführt wird, ist völlig euch überlassen. Es geht nur um das Spielprinzip und ihr könnt King of the Court für alles verwenden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Praxisbeispiel.
In diesem Beispiel seht ihr King of the Court eingebunden in eine Stundenübung. Der King bekommt zum Anspiel eine Zahl zugerufen, welche er mit seinem Schlag treffen soll. Wenn er trifft, erhält er einen Extrapunkt auf der King-Seite. Ihr könnt das Spiel bei euch im Training mal nachspielen. Wie das Ganze gelaufen ist, lasst es mich wissen in den Comments. Ansonsten denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos von mir oder eben mal auf meine bestehenden Videos zu gucken. Dort findet ihr nützliche Sachen für euer Tennistraining. Viel Spaß und bis dahin, euer Martin.